Moin Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal der Firma Berotech. Heute schauen wir uns das Thema Öltemperatur und Öldruck an und zeigen euch, warum es sinnvoll ist, diese Informationen zu überwachen. Wir haben dazu unsere Ducati Desert X und Ducati Monster 1100 Evo vorbereitet, anhand derer wir euch die Installation von unserem Kumpan Cockpit Assistenten zeigen wollen, mit dem eben diese Parameter überwacht werden können. Zunächst erstmal einen kurzen technischen Überblick, warum es überhaupt sinnvoll ist, Öltemperatur und Druck im Blick zu behalten. Bei den meisten Fahrzeugen wird serienmäßig die Kühlwassertemperatur ermittelt und vom Motorsteuergerät, vor allem für den Kaltstart, berücksichtigt. Manche Fahrzeuge haben auch noch eine Temperaturanzeige des Kühlwassers integriert. Das Motoröl erwärmt sich allerdings langsamer als das Kühlwasser und somit ist eine optimale Schmierung meist erst später erreicht, als die angezeigte Kühlwassertemperatur es dann vermuten lässt. Ja. Hat das Öl dann schließlich Betriebstemperatur, ist in der Regel auch der Motorblock ausreichend warm und die beim Warmlauf entstandenen ungleiche Ausdehnung der einzelnen Motorkomponenten ist dann auch beseitigt. Logischerweise sollte erst ab diesem Zeitpunkt der Motor voll belastet werden. Weiterhin ist es so, dass sich die Viskosität des Öls mit dem Verlauf der Temperatur ändert. In einem Test haben wir an unserer Desert X hier folgende Werte bei Standgas ermittelt. Also bei 23 Grad Celsius Öltemperatur haben wir einen Öldruck von 7 bar, bei 60 Grad sind es noch 2,7 bar und bei 95 Grad Celsius sind nur noch 1,6 bar vorhanden. Ist die Öltemperatur niedrig und das Öl zähflüssig, muss die Ölpumpe einen höheren Druck aufbauen, um das Öl zu fördern. Im Gegenzug kann eine hohe Öltemperatur den Schmierfilm abreißen lassen, da das Öl zu dünnflüssig ist. Temperaturen über 130 Grad sollten daher grundsätzlich vermieden werden. Und wenn wir über die Viskosität sprechen, müssen wir natürlich auch den Öldruck betrachten. Denn der Öldruck steht in direktem Zusammenhang mit der Öltemperatur. Bei kaltem Öl entstehen sehr hohe Drücke, je nach Motor teilweise über 10 bar und bei heißem Öl und niedriger Drehzahl kann der Öldruck sogar unter 1 bar fallen. Da die Ölpumpe vom Motor angetrieben wird, hängt die Förderleistung auch direkt mit der Drehzahl des Motors zusammen. Und bei hohen Drehzahlen wird also auch mehr Öl gefördert, wodurch der Öldruck ansteigt. Wenn wir nun den Öldruck überwachen, kann uns das viele wichtige Aussagen liefern. Ja? Ist der Öldruck sehr hoch zum Beispiel, dann ist der Motor noch kalt. Das ist zum Beispiel wichtig auch für das Thema Fahrten im Winter. Und dann sollte natürlich der Motor nicht so sehr belastet werden. Wenn der Öldruck auch bei warmem Motor ungewöhnlich hoch ist, kann hingegen eine Ölleitung verstopft sein. Das heißt, der Ölfluss wird gehindert. Ist der Öldruck sehr niedrig und kann das unterschiedliche Gründe haben. Entweder ist das Öl zu heiß und die Pumpe kann keinen ausreichenden Druck aufbauen, oder das Öl ist bereits gealtert und wurde über die Zeit im Betrieb mit Kraftstoff verdünnt, was natürlich einen vorzeitigen Ölwechsel wiederum notwendig macht. Weiterhin kann ein mechanisches Problem am Motor vorliegen. Das heißt, vor allem wenn der Öldruck schlagartig deutlich niedriger als gewohnt ist, sollte nicht weitergefahren werden. Denn hier kann ein Defekt oder Leck im Schmiersystem vorliegen, das zu einem schwerwiegenden oder folgenschweren Motorschaden führen kann. Da muss man natürlich dann seinen Motor überprüfen und mal optisch schauen, ob man da was rausfinden kann. Und schließlich kann es auch vorkommen, dass der Öldruck ganz abfällt oder sogar pulsiert. Hier kann ein zu niedriger Ölstand die Ursache sein. Die Ölpumpe saugt dann Luft an und kann nicht mehr genug fördern oder auch gleichmäßig nicht mehr das Öl fördern. Logischerweise muss dann dringend der Ölstand kontrolliert und gegebenenfalls auch Öl nachgefüllt werden. Das mal in aller Kürze zu den unterschiedlichen Szenarien, die so am Motor auftreten können oder in Verbindung mit Öltemperatur und Öldruck stehen. Je nach Fahrzeug, Verwendungszweck und auch Einsatzort kann es also sehr sinnvoll sein, den Öldruck ganz genau und penibel im Auge zu behalten. Und Öltemperatur sollte grundsätzlich Beachtung geschenkt werden, allein schon um einen Motor optimal warm zu fahren und so die einzelnen Bauteile vor unnötigem Verschleiß zu schützen. Hierfür hat unser Kumpan ja noch einen integrierten Schaltblitz, der bei einem einstellbaren Schwellenwert von Drehzahl und Motortemperatur eine optische Rückmeldung auch gibt an den Fahrer, dass die Drehzahl nun nicht weiter gesteigert oder erhöht werden sollte. Wir stellen hier meist einen Schwellenwert von 60 Grad ein, weil unserer Erfahrung nach bei diesem Wert das Öl bereits ausreichend dünnflüssig ist und schon eine sehr gute Schmierleistung bringt. Jetzt zeige ich euch noch, wie wir unseren Kumpan an den Ducatis installiert haben und wir somit auch die Ölüberwachung gut durchführen können. Wir fangen mal hier mit der Ducati Monster an.
Und zwar mit dem Temperatursensor, dem Öltemperatursensor, den haben wir hier oben am Zylinderkopf installiert. Das ist ein M8-Temperatursensor hier an dieser Stelle. Da können wir dann die Öltemperatur ermitteln. Und für den Öldruck gehen wir auf die andere Motorseite. Hier haben wir an der rechten Gehäuseseite, Motorgehäuseseite, den originalen Öldruckschalter entfernt. Da können wir einfach den Stecker abziehen, dann gibt es auch keine Fehlermeldung oben im Cockpit. Und dann haben wir hier unseren Öldrucksensor hier gesetzt und regulär angeschlossen. Und das Kumpan-Display haben wir dann hier unterhalb von dem Lenker installiert, hier an dieser Stelle. So, und bei der Ducati Desert X sieht das so aus. Den Motortemperatursensor haben wir hier in der rechten Gehäuseseite installiert. Das ist ein M10-Sensor und das ist hier eine gut zugängliche und auch halbwegs geschützte Stelle an dieser Seite. Dann kommen wir noch zum Öldrucksensor. Den haben wir hier auf der Unterseite installiert. Zwar in diesem Bereich, da sitzt auch der originale Öldruckschalter, das ist dieser hintere hier. Und wir haben hier ein Adapterstück installiert, wo beide, also der Schalter und unser Sensor, installiert sind, einfach weil das ein Neufahrzeug war. Und da wollten wir nicht riskieren, dass der Händler nachher irgendwie wegen der Garantien oder Gewährleistung rummacht, weil wir den Öldruckschalter hier deinstalliert haben. Das heißt, die Originalelektrik bleibt so komplett bestehen. Unser Sensor sitzt hier und die Verkabelung geht dann wie gewohnt oben Richtung Cockpit. Dann können wir jetzt einmal die Maschine starten. Ja, ihr seht jetzt, dass der Öldruck noch relativ hoch ist. Also wir haben jetzt hier 42 Grad Öltemperatur, wir sind vorhin schon eine Runde gefahren. Genauso die Restwärme, aber der Druck ist noch relativ hoch und der wird jetzt halt über die Zeit dann weiter runterfallen. Ja, so sieht das aus, wenn es installiert ist. Wir hoffen mal, dass die ganzen Informationen, das war ja jetzt ein bisschen ein technischeres Video heute, nicht irgendwie euch verwirrt haben oder so, sondern dass das einfach ein bisschen Klarheit schafft, auch was diese Parameter Öldruck und Öltemperatur mit dem Motor eigentlich zu tun haben und wie wichtig das auch für die Verschleißbewertung ist. So wie immer, wir haben zu den Fahrzeugen noch eine Dokumentation auf unserer Internetseite, die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso unsere Produkte, also der Kumpan Cockpit Assistent mit den Öldruck-Kits, die sind auch unten in unserer Videobeschreibung. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, speziell zum Einbau oder überhaupt Motoröl, Öldruck, was auch immer, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.